Wir haben bereits die chemischen Unterschiede von Flaschenwasser und Leitungswasser in der Schweiz angeschaut. Wir haben auch regionale Unterschiede beim Trinkwasser in der Schweiz kennengelernt. Jetzt geht es darum, dass wir noch genauer die ökologischen Unterschiede von Leitungswasser und Flaschenwasser in der Schweiz betrachten. Dabei sehen wir, dass Leitungswasser in der Schweiz mit Abstand am besten abschneidet und somit am umweltfreundlichsten ist. Im Vergleich zu Flaschenwasser aus der Schweiz schneidet es bis zu 500 Mal besser ab. Im Vergleich zu Flaschenwasser, das aus dem Ausland kommt, bis zu 1000 Mal. Auf dieser Grafik seht ihr das jetzt verdeutlicht mit Balken. Dabei seht ihr, dass je größer der Balken ist, desto größer ist die Umweltbelastung von einem Wasser. Ihr seht hier das Leitungswasser aus der Schweiz und Trinkwasserspender, die auf Leitungswasser basieren, mit Abstand am besten abschneiden, weil bei diesen Wässern die Transporte aus der Schweiz oder aus dem Ausland zum Konsumenten entfallen. Beim Transport von Flaschenwasser entstehen Emissionen, die beim Konsum von Leitungswasser nicht entstehen, wie zum Beispiel Lärmemissionen oder Treibhausgase. So können beim Konsum von einem Liter Leitungswasser 2 bis 3 Kilometer Autofahrt als Vergleich eingespart werden in Form einer Umweltbelastung. Auf dieser Grafik seht ihr jetzt den Unterschied von Leitungswasser in der Schweiz und Flaschenwasser. Beim Flaschenwasser fallen verschiedene Transporte an, nicht nur beim Transport der Flaschen in den Laden, sondern auch vom Konsumenten nach Hause und von den Plastikflaschen in die Fabrik. Es braucht auch eine Kühlungskette, es braucht Plastikflaschen, die dann auch beim Recycling nochmal Transporte benötigen. So sehen wir also eigentlich, dass das Leitungswasser in der Schweiz wesentlich umweltfreundlicher ist als das Flaschenwasser. Die Wasserversorger in der Schweiz zielen auf eine möglichst naturnahe und energieeffiziente Aufbereitung des Trinkwassers ab. So können in der Schweiz 70% des Trinkwassers mit einem einstufigen Verfahren oder sogar ohne Aufbereitung an den Konsumenten abgegeben werden. Bei den restlichen 30% braucht es dann 2 oder 3 oder mehr Stufen der Aufbereitung. Diese Effizienz in der Trinkwasseraufbereitung kann nur dank dem guten Gewässerschutz in der Schweiz gewährleistet werden. Dies garantiert die Qualität und die Umweltfreundlichkeit des Trinkwassers in der Schweiz. Wasser spielt eine unglaublich wichtige Rolle bei der Regulierung von lokalen Ökosystemen und dem lokalen Klima. Deshalb stellt auch jeder Eingriff in diesen Wasserkreislauf eine Störung dessen dar. Also jede Wasserentnahme oder jeder Staudamm ist eine Störung des Wasserkreislaufs. Beim Leitungswasserkonsum wird diese Störung auf den lokalen Bedarf angepasst. Zum Beispiel in der Stadt Zürich, der Regen, der fällt und der die Limmat runterfließen würde, der wird in Form von Grundwasserentnahme oder Limmatwasserentnahme beim Hardhof aufbereitet und den Haushalten zur Verfügung gestellt. Diese benutzen das Wasser, leiten es über die Kanalisation zum Wert Hölzli, wo das Wasser gereinigt wird und danach wieder zurück in die Limmat fließt. Somit wird eigentlich der Wasserkreislauf lokal wieder geschlossen mit einem Gebrauch des Wassers und nicht einem Verbrauch. Bei Wasserentnahmen für Flaschenwasserproduktion sieht der Eingriff in den lokalen Wasserkreislauf ganz anders aus. Denn dort wird nicht Wasser entnommen für die lokale Bevölkerung, sondern es wird Wasser entnommen für einen interregionalen, internationalen oder gar interkontinentalen Markt. Das heißt, das Wasser wird nicht lokal verbraucht und zurück in den Wasserkreislauf gespiesen, sondern wird diesem entnommen und weggebracht. Zum Beispiel im Dorf Wittel, wo Neste das bekannte Markenwasser entnimmt, sinkt der Grundwasserspiegel seit Jahren markant, was natürlich großen Einfluss auf die dort lokale Bevölkerung und das lokale Ökosystem hat. Für die Herstellung von 1 Liter Flaschenwasser werden 4 Liter virtuelles Wasser benötigt. Dieser virtuelle Fußabdruck des Wassers ist für Flaschenwasser relativ klein im Vergleich zu Kaffee zum Beispiel oder Schokolade. Doch bleibt es absurd, dass man, um 1 Liter Wasser zu produzieren und in eine Flasche abzufüllen, 4 Liter virtuelles Wasser aufwenden muss. In der Schweiz funktioniert die Abfalltrennung und das Abfallmanagement verhältnismäßig sehr gut. Mit 80% Recyclingquote bei PET-Flaschen sind wir internationaler Spitzenreiter. Die 20%, die jedoch nicht recycelt werden, bedeuten, dass jedes Jahr rund 300 Millionen Plastikflaschen
immer noch in der Kehrichtverbrennungsanlage landen. In anderen Ländern landen diese Plastikflaschen in der Umwelt. So gehören zum Beispiel Plastikflaschen zu den meist vorkommenden Plastikarten, die man in den Weltmeeren antrifft. Wenn wir nun Mehrweggefäße und Recyclingflaschen vergleichen, dann sehen wir, dass da Recyclingflaschen verhältnismäßig immer noch relativ gut abschneiden und 50% der Energie einsparen, anstatt dass, wenn sie verbrennt werden würden in einer Kehrichtverbrennung. Oft schneiden sie sogar besser ab als Mehrweggefäße, die doch 25 bis 50 Mal gebraucht werden. Dieser Vergleich trifft dann jedoch nicht zu, wenn wir uns Karaffen und Flaschen anschauen, die einmal produziert, einmal transportiert werden und dann über Jahre gebraucht werden. Da schneiden diese Behälter viel besser ab, da sie nicht mehrmals transportiert werden müssen und somit eine längere Lebenszeit haben. Sie haben nun eine Vielzahl von Argumenten für den Konsum von Leitungswasser gehört. Ich möchte diese für Sie noch einmal zusammenfassen, denn die Vorteile sind enorm. Leitungswasser ist nicht weniger gesund als Markenflaschenwasser. Nur der Geschmack kann variieren, je nach Region. Leitungswasser braucht wesentlich weniger Energieaufwand, da unnötige Transporte vermieden werden und keine Abfälle entstehen. Außerdem ist Leitungswasser an den lokalen Bedarf angepasst und ist somit wesentlich umweltfreundlicher. Leitungswasser ist qualitativ vergleichbar mit Mineralwasser. Es untersteht viel strengeren Sicherheitskontrollen als Mineralwasser und ist das meist kontrollierte Lebensmittel der Schweiz. Leitungswasser ist preislich viel attraktiver als Flaschenwasser. 1 Liter Leitungswasser kostet nicht einmal 0,2 Rappen in der Schweiz im Vergleich zu 1 bis 2 Franken für 1 Liter Flaschenwasser. Somit ist Leitungswasser sozial inklusiv und kann von allen konsumiert und genossen werden. Leitungswasser hat einen Wert. Wenn Wasser zum Beispiel in einem Restaurant zu erhöhtem Preis verkauft wird, dann denken wir, dass dieser erhöhte Preis nicht in Marketing oder Transport fließen sollte, sondern in Projekte, die den Zugang zu Trinkwasser auf der ganzen Welt ermöglichen. Gleichzeitig möchten wir auch, dass verantwortungsvolle Konsumenten ökologisches und umweltfreundliches Leitungswasser konsumieren. Wasser für Wasser ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für genau diese Werte einsetzt. Wir fördern den lokalen Konsum von Leitungswasser, wir sensibilisieren über diese Thematik und fördern somit einen sozialen Ausgleich, der damit Projekte in Sambia und Mosambik ermöglicht. Dort ermöglichen wir den Zugang zu Trinkwasser durch den Bau von Leitungen. Wir ermöglichen den Zugang zu sanitären Anlagen sowie die Ausbildung von Berufsschülern im Wasserbereich. Mit Hilfe von Partnerorganisationen in Restaurants, Büros und Schulen ermöglichen wir diesen sozialen Ausgleich und fördern somit auch den Wert von Leitungswasser in diesen Institutionen. Wir setzen uns ein für umweltfreundliches Leitungswasser und sozialen Ausgleich.